frisch frisiert und ohne Jogginghose. Nach dem Mittag habe ich dieses Thema gar nicht mehr. Aber zum Vormittag, bis ich was Richtiges gegessen habe, dann kommt irgendwann noch der Kaffee und so. Ich bin ständig am Toiletten, ja. Ja, jetzt habe ich dicke Thermoschlupper. Weil du willst auch nichts kaputt machen. Und es ist ja trotzdem was kaputt gegangen. Ich Seid ihr habe auch grad noch nie dran? auf jemanden auf Rennstrecke gesehen, der Lenkerheizung wollte. Hey, guten Morgen. Jetzt sind wir on the road again. Hey. Hi. Ja, guten Morgen. Wir haben es gar nicht mehr weit. Es sind noch 8 Minuten. 8 Minuten. Wo sind wir dann genau? Ich habe gepennt. Das ist überhaupt nicht gepennt. Ja, wir fahren ja gerade zum Fabian. Der Fabian hat einen Komplettumbau für seine Street-Triple bestellt. Und weil er auch so ein bisschen was auf Instagram vorhat, fährt der Chef natürlich höchstpersönlich hin. Und dieses Mal sogar geplant, ja, frisch frisiert und ohne Jogginghose. Ja, ist gerade günstig, ne? Liegt ganz gut auf dem Weg für eine andere Reise. Und dann habe ich mit dem Fabian drüber gesprochen, dass wir doch das vielleicht sogar persönlich machen können. Die Übergabe von der Bestellung und dass ich ihm auch ein bisschen helfe beim Umbau, weil die 2023er Streeties, die sind wirklich ein kleiner Pain in the Ass, wenn man den ganzen Lenker und die Armaturen auseinandernehmen will. Und ja, da fahren wir jetzt dahin, helfen ihm. Er hat die Karre irgendwo in eine größere Halle reingeschoben. Ich hoffe, dass es warm ist. Und ich hoffe auf eine Toilette. Das war Spoiler. Schon zweimal angehalten, genau. Ich sah eine Pionierblase. Ja, ist wirklich schlimm. Je älter ich werde, desto schlimmer wird das. Das gilt nicht für alle. Ich glaube schon, zumindest bei den Männern ist das ja oftmals Echt? so. Okay, da kann ich nicht mitreden. Ja, und dann schauen wir mal, was da beim Fabian los ist. Da gibt es tatsächlich einen Komplettumbau vom Allerfeinsten. Das Motorrad wird komplett zerlegt, komplett auf Moto2-Style umgebaut. Und wir haben bei ihm sogar das Thema mit dem Decal-Set. Also er wird sich die Verkleidung dann auch bekleben mit einem fertigen Design. Und das ist für mich auch eine Premiere tatsächlich. Wir haben die Klebefolien ja noch gar nicht so lange im Angebot. Und die sind sogar für seine Konfiguration gerade noch in der Entwicklung. Also bin ich da auch sehr gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Aber in erster Linie geht es natürlich darum, den Fabian noch mal kennenzulernen. Der hat uns, ich glaube über Instagram hat er uns angeschrieben. Ach nein, jetzt weiß ich wieder, wie das lief. Ich bin auf seine Story aufmerksam geworden, denn er hat in einer Story Umfrage gemacht, ob er die Streetie behalten soll und die auf Moto2-Style umbaut oder ob er ob er wechseln soll. Ich glaube, er hatte die Überlegung, auf irgendwas günstigeres zu gehen. Weißt du, wie die Umfrage ausging? Ja, die ging voll auf Umbau aus. Ich glaube, 80% oder so hat er da erreicht. Können wir ihn aber noch mal fragen. Und weil er uns verlinkt hat in der Umfrage, bin ich auf ihn aufmerksam geworden und habe ihm natürlich neben dem, dass ich dem Umbau zugestimmt habe, ihm noch kurz geschrieben, wieso er da über eine Alternative nachdenkt. Denn es gibt ja keine Alternative. Ja, so fing das halt an und dann haben wir auch mal ein bisschen telefoniert. Und er hat dann halt kurz beschrieben, wer er ist, was er macht und so. Und da er tatsächlich auf Instagram ganz geile Reichweiten hat, haben wir gesagt, hey, dann machen wir doch da ein bisschen was zusammen. Und ich komme dann auch persönlich vorbei für die Übergabe. Und ja, jetzt sind wir halt da. Und mal schauen, was das wird. Also er wartet, glaube ich, schon eine ganze... das Navi ist nochmal weitergesprungen auf 14:23. Oh, dauert immer ein bisschen länger. Aber jetzt kommt die Abfahrt. Ja, schauen wir mal. Ich habe den Fabian auch noch nicht persönlich kennengelernt. Wir haben nochmal kurz telefoniert. Der Bus ist ja vollgepackt. Ist ja alles drin. Ist wirklich von der Hauptverkleidung, Tankhaube, Heckrahmen, Fender, Lenker. Ist wirklich alles dabei jetzt bei ihm. Also er macht das dann auch tatsächlich gleich richtig. Finde ich ganz cool. Und das dann auch mal zu begleiten, wird spannend, wie er das dann auch im Instagram zeigt. Also genau. Ich hoffe, er hat eine Toilette auch. Ich brauche unbedingt die Toilette. Bin schon wieder kurz davor. Wird er bestimmt haben. Wir sind hier übrigens im Ländle. Also wir sind jetzt den weiten Weg aus Halle in den Stuttgarter Speckgürtel gefahren. Und ihr seht, saftige Wiesen. Selbst im Winter, es liegt noch kein Schnee, ne? Es sind auch Wahnsinnstemperaturen wieder. Ja, ich glaube, es sollen die Woche sogar bis 14 Grad werden. Da kann ich meine Flipflops wieder rausholen. Wirklich krass. Jetzt sind wir mal gespannt, wo wir ankommen. Das muss irgendein Industriegebiet sein. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Wir sind hier in Gärtringen oder wir fahren jetzt nach Gärtringen. Vielleicht müssen wir das rauspiepen.
Da fällt mir ein, wir brauchen noch so geile Samples, sodass wenn jemand was sagt, was aber die breite Masse dann gar nicht hören soll, dass man dann so einen Entenquietsch drüberlegen kann oder weiß ich nicht, einen quietschenden Reifen, irgendwie um Dinge rauszupiepen, ja. Und So wie das Gepiepe, wenn hier irgendwie ein Blitzer steht oder sowas, über was auch immer fährst. ohne dass ich das hätte, würde ich schon gar nicht mehr Auto fahren dürfen, glaube ich. Alle, die mich kennen, werden jetzt lachen. Aber ich bin gut bestückt. Ich bin gut bestückt. In meinem Verkehrszentralregister gibt es ein paar Einträge. Das hat zwar nachgelassen, seitdem ich im Rennsport war oder nachdem ich in den Rennsport gegangen bin, weil man sich dann auf der Rennstrecke ausleben kann. Aber es ist einfach so, ja, gerade wenn du viel Auto fährst und es öfters eilig hast, dann erwischt es dich manchmal so knallhart und dann hat er die Neukonzeption von dem Verkehrszentralregister, das ist ja auch schon ewig her, ich glaube 10 Jahre sind das bestimmt schon, ne? Wo dann die Punkte nicht mehr gelöscht wurden, sondern das aufeinander aufbaut. Ja, seitdem bin ich halt am Start und immer wieder Mode. Deswegen darf das hier ruhig in dem Auto ständig piepen, wenn irgendwo Blitzer stehen oder so. Genau. Ja, jetzt bin ich echt gespannt, wie der Fabian so drauf ist. Und das Mikrofonthema, da haben wir ja jetzt auch eine Lösung. Also wir machen ja offensichtlich jetzt, wir haben uns ja drauf committed, dass wir jetzt öfters Videos machen, habe ich so verstanden. Ja, wird doch mal besser hier. Ja, ich habe mich extra schick gemacht auch, ja. Schon wieder beim Friseur gewesen. Ich meine jetzt den schicken Pulli und die schicke Hose und eingecremt. Ah, das war ich beim letzten Video, glaube ich, auch. Aber genau, wenn wir jetzt das öfters machen, Das war ja voll die Serpentin, meine dann müssen wir ja auch schauen, dass wir eine anständige Tonqualität hierher bringen. Und dann habe ich mir schon mal angeschaut, was wir da für Mikros verwenden können. Und da gibt es ein ganz geiles System von Rode. Ich glaube, das kann ich auch schon sagen, weil man wird es dann später sehen. Ja, auf den Geräten ist dann der Markenname auch drauf. So, dass wir dann bei der nächsten Aufnahme vielleicht schon so ein richtiges Audio-Setup am Start haben. Und dann sollte das eigentlich alles immer geiler werden. Ja. Sehr schön. Jetzt sind wir auch gleich da. Bofrost am Start. Hier mitten auf dem Acker steht ein Bofrost-Auto. Wahnsinn. Also das Ländle ist voll am Start. Ich habe hier auch mal eine Zeit lang gewohnt. Ich bin hier tatsächlich immer mit dem Motorrad rumgefahren. Was hier im Ländle? Ja, hier ist die Strecke nicht, aber ich habe ja 5 oder 6 Jahre habe ich in Stuttgart gelebt. Und dann bist du natürlich auch, wenn wir jetzt nach Gärtring rausfahren, das ist ja so, geht so Südwesten geht's raus. Da bin ich natürlich auch immer mit dem Motorrad unterwegs gewesen, in Schwarzwald rein und so. Ist schon eine coole Ecke. Hat mir sehr gefallen hier. Auch wenn Stuttgart echt überhaupt keine Empfehlung mehr ist. Nee, das macht keinen Spaß, da durchzufahren. Das hatte ich, gar nicht mal wegen Verkehr, auch so was die Lebensqualität angeht, ja. Politisch hat sich ja auch einfach viel bewegt, so. Das wäre jetzt gar nicht mehr würde ich mich, glaube ich, nicht mehr wohlfühlen. Aber zu der Zeit hat's gepasst. Ich weiß gar nicht, ob ich das gleich finde, das muss auf einem Industriegebiet sein, irgendwo hinten links in der Ecke quasi, gibt es dann da einen Eingang. Ja, und dann stehst du halt noch an Ampeln. Und dann wird es plötzlich noch eine Minute länger. Und der Druck auf Toilette zu kommen wird nochmal größer. Alles kacke, alles blöd. Ich bin nicht schon mal dran. Ja, das ist wirklich so. Das ist echt krass. Ich habe immer das Problem, also jetzt voll aus dem Nähkästchen. Was sind meine Private Challenge, meine Personal Challenges? Solange ich nichts richtig gegessen habe, muss ich voll oft pinkeln. Das ist echt so, ja. Ich lasse ja ganz oft mein Frühstück ausfallen, so nach dem Motto Intervallfasten, ja. Okay. Ist wirklich so. Und nach dem Mittag habe ich dieses Thema gar nicht mehr. Aber zum Vormittag, bis ich was Richtiges gegessen habe, dann kommt irgendwann noch der Kaffee und so. Ich suche ständig Toiletten, ja. Was ist denn das Richtiges? Hast nicht gefrühstückt? Ich habe auch nicht. Na, hier so ein Schokocroissant, das ist ja nicht ernst zu nehmen, ja. Pass auf, wir kommen bestimmt gleich nochmal, wo man nochmal schnell anhalten kann. Also in Hamburg kostet das 60 €. Ja, ich glaube hier auch, ja. Für Pickel. Ich glaube, es ist deutschlandweit so. Echt? Ja, ich glaube schon. Ich bin mir gar nicht Krieg ich sicher. dafür noch Geld. Schreibt in die Kommentare. Deutschlandweit 60 € fürs Pinkeln oder wie? Ja, ich kann das schon verstehen. Ja, gerade wenn du Rastplätze mit Toiletten hast und die Leute gehen an die Bäume, das ist schon blöd so. Aber hier ist nichts. Hier ist gerade kein Rastplatz. Und du trittst schön in die Haufen. Ja, Hey, genau deswegen habe ich meine Blase trainiert. Weißt du? ich war da auch lange dran. Das geht. Mädels, sagt mir Bescheid, ob ihr das auch so macht. Ich hatte durchs Motorradfahren im Winter hatte ich dann mal eine Prostataentzündung. Und seitdem ist das tatsächlich ein Thema. Okay. Ja. Also immer wenn man Motorrad fährt, schön warm anziehen. Das ist der Kraft, das stimmt. Ja. Dann hast du jetzt dicke Thermoschlüpper. Ja, jetzt habe ich dicke Thermoschlupper. Und wir sind auch gleich da. Da vorne kommt irgendwie schon, ich bin mal gespannt, ob er schon auf uns wartet. Machen sie für alte Züge. Aber die sind gar nicht mit Graffiti voll, das ist bei uns anders. Und auch. 2 Minuten noch, es müsste jetzt eigentlich gleich rausgehen. Freust du dich jetzt eher aufs Klo oder eher? Nee, ich freue mich tatsächlich, am meisten freue ich mich drauf,
das Feedback von Fabian zu bekommen, weil das ist jetzt auch mein erster kompletter Vollumbau auf so einem neuen Modell, den ich selber mache. Wir haben von vielen Kunden natürlich schon auch Feedback bekommen, ja, was echt positiv war. Aber ich habe manches noch nicht so live gesehen. Ich habe zwar gerade eine 2024er bei uns im Workshop stehen, die auch umgebaut wird. Aber jedes Motorrad ist ja dann Gold wert in Bezug darauf, welche Erfahrungen man auch so sammelt. Und dann schauen wir mal. Sorry, ich gucke hier rum, weil, Da gibt es Weihnachtsbäume. Juhu! Draußen ein. Ich habe meine Tanne gesehen. Was ist das denn? Ich finde immer, das Ländle, das hat irgendwas Idyllisches, ja. Also, die sind ja, so der Schwabe, der ist ja schon so ein bisschen für sich, ja. Aber das so landschaftlich und auch wie die Infrastruktur angelegt ist, finde ich das immer recht idyllisch. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man im Ländle Freunde findet, dann kann man die auch wirklich sehr lange als Freund bezeichnen. Das stimmt. Weil die die haben einfach Bock drauf, gute Beziehungen zu pflegen und so. Und ich fühle mich hier echt immer wieder wohl. Selbst wenn Stuttgart jetzt vielleicht ein bisschen blöd ist. Ich glaube, hier sind wir da. Jetzt muss ich mal gucken. Ja. Anti-Job Herme, ja. Aber das ist nicht Fabian. Nee. Die Spannung steigt. Ja. Hier müssen wir kennzeichnen. Oh, was ist denn da? Das muss ich mal kurz hier. Das ist cool. So. Ja, ich weiß es gar nicht. Schweißtechnik? Nee. Aber das Bild, was er mir geschickt hat, das führt eigentlich hier hinter. Das war angekommen. Ich weiß nicht. Mal gucken. Noch habe ich niemanden gesehen, ne? Aber ja, wir gucken mal. Okay, cool. Dann ist der Weg auch nicht so weit, weil es ist echt viel, ja. Viele Teile. Dann fahre ich gleich mal den Bus hier noch rein. Aber wir können dann ja auch hier Hast du schon was gemacht? Ich habe noch nichts gemacht. Ist das hier eine Pitbike-Schmiede? Das ist von Pitbike Events. Also das ist eine Medienhalle, die Halle neben dran so als Lager und Werkstatt. Also Jakob ist auch Angestellter bei denen und Mechaniker. Mechaniker, genau, Chefinstruktor, Mechaniker und alles. Okay. Hätten wir das anders timen müssen, dass ich auch mal Pitbike fahren könnte. Okay, blöd. Aber cool. Ach, und hier baut der dann seine Teile auf, oder wie? Genau das, ja. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall Begierde. Die ist wirklich noch nicht angetastet, ne? Genau, also halt das weg, was für die Strecke auf jeden Fall weg ist. Gerade Spiegel runter, Kennzeichenhalter runter, aber ansonsten. Das ist eine 2023er, oder? Ja. Also ich habe im Auto gesessen und habe kurz gedacht, scheiße, hoffentlich hat er nicht die Moto 2 Edition. Weil dann hätte man für den Fender noch so einen Adapter gebraucht, dass der Moto 2 Fender drauf. Aber das ist ja cool, ja. Heute schraube ich also mal nicht in Jogginghose. Aber die ist ja sauber, das ist ja Wahnsinn. Selten so ein sauberes Motorrad gesehen. Anders als seine. Ich habe sie nicht geputzt, also. Echt? Aber fährst du mehr Straße oder Rennstrecke? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Weil Spaßfaktor scheiße, ne? Spaßfaktor gar nicht mehr. Also ich habe es Anfang des Jahres probiert, ich habe die neu gekauft, 1000 Kilometer eingefahren und weiß ich nicht, wenn dir in jeder zweite Kurve irgendwo ein Rentner auf deiner Spur entgegenkommt, dann kannst du nicht so fahren, wie du willst. Dann habe ich jetzt mit Pitbike angefangen, was heißt angefangen, wir haben jetzt bei uns einen Verein gegründet tatsächlich, haben hier einen Verkehrsübungsplatz in der Nähe, können wir einmal die Woche im Sommer montags draußen fahren. Super Cool. cool. Verein auch, also auch zugänglich für irgendwelche Leute, die da mal Bock drauf haben oder was? Kannst du jetzt Werbung machen? Schwierig, also momentan mit Warteliste. Okay. Da sind wir, ja. Aber wir werden auch Veranstaltungen machen, halt auf der Strecke. Okay. Also wenn ihr nächsten Sommer Bock habt, Okay, cool. Nächsten Sommer auf jeden Fall machen wir. Wie viel und wann noch nicht bekannt, aber wird bestimmt was. Vor allem die Strecke ist sehr groß. Also die fahren da auch mit Sumo und so. Also ist gar keine so eine klassische Pitbike-Strecke wie so eine Kartbahn dann genutzt wird, sondern. Ne, das ist ein Verkehrsübungsplatz mit extrem viel Topologie, also liegt am Berghang. Cool. Du hast auf der Strecke wirklich runter, hoch, hast Kurven, die ein bisschen Abschluss haben nach außen, und das ist richtig geil zu fahren. Okay. Also Klingt nach Spaß auf jeden Fall. Ja. Aber eine coole Sache. Ja, das Problem ist auf der Rennstrecke, wenn du wirst ja immer besser und irgendwann kommst du an ein Niveau,
wo du auf der Straße, bis du dann dahin kommst, wo du dann wieder deinen Spaß hast, bist du in einem Gefährdungsbereich, also ja nicht nur für dich, sondern auch für andere. Genau das. Das macht einfach keinen Sinn mehr. Ne? Und wenn du dann überlegst, dass 60% oder so, 60% der Motorradunfälle fremdverschuldet sind, eben durch Rentner. Also wir wollen niemanden zu nahe treten, aber aber es ist einfach so. Und dann kommst du an und ja, also kann ich komplett nachvollziehen. Ich bin auch vollkommen raus aus dem Game, auf der Straße zu fahren. Weil ich mir jetzt überlegen, ob ich mir irgendwie eine kleine Supermoto für nächstes Jahr hole, bringt ja jetzt wieder was raus. Ja, sowas macht noch Sinn, ja. Das sind halt irgendwie 40 PS, irgendwas in die Richtung, wo du auch wirklich mal Gas geben kannst mit sowas. Das Problem, gibst eine Sekunde Gas, bist illegal unterwegs. Ja, das ist richtig. Ja, das ist so. Und das macht einfach auf Dauer keinen Spaß. Ja. Und von daher eine Rennstrecke eigentlich nächstes Jahr. Hab ich ja schon geschrieben, John Motor Masters. Stimmt, ja, hast du geschrieben, ja. Da lernst du es, ja. Da lerne ich es auf jeden Fall. Ja. Weil ich sehe schon, du hast ja sogar die Dings schon weggenommen, die Kleider. Die hatte ich gar nicht dran. Die hattest du gar nicht dran? Die hatte ich gar nicht dran. Okay, das ist eventuell ein Problem, weil wir, aber das schauen wir dann. Okay. Passt schon, gucken wir mal. Ja, dann würde ich sagen, hol ich mal einen Bus rein und dann laden wir den ganzen Scheiß aus. Jo. Und wir sehen uns später nochmal. Fenster durch. So, alles gefunden. Mal gucken, ob er jetzt hier ordentlich einpacken kann. Und dann wird ausgeladen. Vorsicht. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So, okay, jetzt gehen wir mal rein und gucken, wie weit die beiden sind. Hey, hey. Servus. Na, wie läuft's? Wie sagt man auf Italienisch? Nicht so die komplett. Fast gut. Genau, es fehlen noch ein, zwei Teile. Aber ansonsten sind wir fertig. Ne? Sehr Die cool. steht jetzt blöd da, wir mussten sie leider hochziehen, damit wir die Stummel aufsetzen konnten, weil wir nicht das richtige Werkzeug aber Ansonsten sehr zufrieden, ne? Sehr schön, das klingt gut. Sieht genial aus. also wir haben hier noch ein paar Probleme mit der Lenkerheizung. Oh, seid ihr ich habe gerade auch noch nie dran? auf jemanden auf Rennstrecke gesehen, der Lenkerheizung Luxus, die perfekt. Die müssen noch verschwinden. Wie schnell könnt ihr noch ein paar Bogen im Lenker. Genau. Sitzt fertig drauf. Die Armaturen müssen noch befestigt werden. Die werden von Triumph original in den Lenker auch eingeschraubt, da muss er sich noch Bohrungen setzen. Ansonsten ist aber, ja, mit dem Kupplungszug haben wir noch ein Thema, das ist aber auch bekannt bei der Street Triple. Ansonsten ist das Ding ist komplett umgebaut. Hier fehlt noch ein Carbonaufsatz, dass wir den Tank auch noch weiter in Richtung Moto2-Optik bringen und das Sitzpad und dann ist diese Lücke auch verschlossen. Aber ansonsten war es das tatsächlich. Also es hat auch alles super gut gepasst. Ich habe es vorgebohrt, man hat ja trotzdem immer noch so ein bisschen Unsicherheit. Aber die Moto2-Style-Handschuhe haben beste Arbeit geleistet. Perfekt. Genau. Jetzt müssen wir noch irgendwie aufräumen, wahrscheinlich noch kurz das Werkzeug wegräumen. Aber ansonsten, bist du zufrieden oder was sagst du? Ach, super, Ja? Das sieht super aus. Freut mich. Sehr gut. Ist auch eine der ersten 2023er. Wir haben vor dem Modell haben wir jetzt 3 23er mit der ganz neuen Verkleidung ausgestattet. Also es ist eigentlich fast noch eine Premiere. Du bist auf jeden Fall der allererste Endkunde. Alles andere, die anderen beiden Versionen, die gingen an Tuner, die wir aufbauen. Ja. Du bist wirklich der allererste Endkunde. Mit persönlicher Lieferung. Absolut, ja. Deswegen die persönliche Lieferung tatsächlich auch, ja. Ja, du hast dann jetzt einfach musst noch mal schauen, dass du den Fender noch anpasst, ne? Ja. Die Lenker fertig machen, den Kupplungszug und wenn du den Auspuff getauscht hast, dann hinten noch den Ausschnitt am Bug, damit das dann alles passt. Das war's. Ich find's cool. Ich auch, definitiv. Sehr schön. Schön, dass du zufrieden bist und alles geklappt hat. Perfekt. Ja. Sind wir auf den ersten Renner ganz gespannt nächstes Jahr. Weißt du schon, wo der erste Termin dann sein wird? Boah, ich glaube in Most. Most? Ach, dann German Motor Masters. Genau das, ja. Beziehungsweise ich bin noch am überlegen, ob ich davor einfach mal ADR oder sowas mal einen Tag am Wochenende hinfahre. Ja. Wann ist dann der erste Termin? Anfang Mai. Anfang Mai. Okay. Es gibt gerade die Überlegung, ob wir noch ein Trainingsevent noch organisieren in Frankreich. Ich weiß gerade aber nicht, auf welchen Termin das funktionieren könnte. Das werde ich demnächst aber noch rausfinden. Dann lasse ich es dich mal wissen. Sehr gerne. Weil ich glaube. Nee, Quatsch, gar nicht Frankreich. Nee, dann wird das nichts. Dann wird das so früh nichts. Das war Bilsterberg. Aber das deutsche Wetter ist, dann machst du das nicht im Mai. Ja. Genau. Was jetzt noch fehlt, ist tatsächlich dann das Design, das Klebedesign. Da komme ich dann nochmal wieder.
Vielleicht machen wir da auch nochmal ein Video draus. Unbedingt. Aber da musst du dann vielleicht auch gar nicht dabei sein. Auch schade. Aber wir können vielleicht können wir es auch verbinden wieder mit der Reise hier nach Stuttgart. Nachdem ihr da seid. Genau. Ganz gut. Ja, ansonsten ist, glaube ich, wirklich der größte Pain an diesem Motorrad ist der Lenker, ne? Das alles auseinanderzunehmen. Der Rest hat eigentlich gut gepasst. Aber ABS, IMU war auch noch so ein Thema. Stimmt, mit dem Halter, den Halter da rauszudrehen, ja, das ist wirklich nervig. Ja. Das Hinterschloss und sämtliche Kabel da drin. Das war wirklich eine Katastrophe, ja. Also das war kein Spaß. Aber ansonsten, ne? Wir können es auch so machen, aber nee, ist ja Quatsch. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob du mir den Halter schickst, aber der Rahmen kommt ja nackig bei dir an. Ja, genau. Ja, genau. Nee, alles cool. Cool, sehr schön. Dann bin ich gespannt. Also auf jeden Fall sexy. Dieses kurze Heck, das kommt immer wieder geil. Es kommt einfach immer wieder geil. Es ist auch tatsächlich noch ein Stück weit gekürzter, als es bei Kalix läuft. Wir haben in der Entwicklung das Heck eigentlich steht es hier so, auf der Innenseite von der Felge. Und wir haben es auf die Außenkante, auf den Außenumfang von der Bremsscheibe vorgenommen. Und dadurch wird das noch ein bisschen aggressiver, kriegt das noch mehr. Das Motorrad will optisch noch mehr nach vorne. Cool, freut mich. Müssen wir dann so ein High Five jetzt machen, oder? Unbedingt. Ja, cool. Hat mich gefreut, mich auch freut, dich kennenzulernen. Echt coole Sache. Ja, ne? Also ich glaube, allein werde ich sehr stark verzweifelt. Ja, du hättest auch, ich glaube, wenn du da keine Erfahrung hast, brauchst du 2 Tage, um die Karre auseinanderzunehmen. Ja. Weil du willst auch nichts kaputt machen. Und es ist ja trotzdem was kaputt gegangen. Weil ich nicht dran gedacht habe und du hast es nicht gefühlt. Ja. Und dann ist so ein Stecker abgerissen. Das Learning mit den Heizgriffen. Dass die Heizgriffe Stecker haben und man nicht den Kabelbaum zerschneiden muss, um sie rauszunehmen. Absolut deine Entscheidung gewesen. Ja, meine Entscheidung gewesen. Ich habe mich komplett ausgehalten. Ja, so ist das. Ja. Für alle, die das Video gucken und selber Heizgriffe drauf haben. Ja, genau. Echt. Nicht abschneiden, Stecker ziehen. Einfach mal den Griff lösen, rausziehen, den Kabelbaum weit genug Warte, rausziehen. zeig mal genau, was, wo? Den Griff lösen, vom Lenkerrohr ziehen und dann einfach den Kabelbaum ziemlich weit rausziehen, dann kommt dieser Stecker und dann könnt ihr die ganz normal lösen und dann aus dem Lenkerrohr vorne die Kabel, die vom Kabelbaum kommen, raus. Und er war ungeduldig und er hat einfach am Kabelbaum abgeschnitten und dann egal. Ein bisschen Glück arbeiten, wenn es nicht langweilig wird in der Winterpause. Ja. Aber dafür, dass dir das in Zukunft gelingt, schön. Noch ein paar kostenlose Handschuhe dazu. Coole Sache, freut mich, finde ich echt cool. Du machst wahrscheinlich auch noch so ein paar Bilder, ne? Lass die uns gerne zukommen. Ja, aber dann würden wir jetzt wieder fahren. Perfekt. Und wir müssen uns immer noch eine Lösung für die Mikrofone organisieren. Ja. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema. Da machen wir ein eigenes Video. Fortsetzung folgt, ja, genau. Fortsetzung folgt mit Mikro. Nee, cool. Coole Sache.